Glasgow, eine Stadt voller Leben. Hier tanzt das Licht auf regennassem Pflaster. Doch jenseits der urbanen Kulissen, hinter den letzten Vororten, beginnt ein anderer Klang. Leise, weit und unberührt. Von den Highlands bis zu den Delfinen folgt uns für mehr. Aber zuerst müssen wir noch ein paar Vorräte auffüllen. Schatz, einkaufen? Okay, das ist gerade beim Einkaufen etwas eskaliert. Aber wir können nicht ohne das Zeug. Der wichtigste Geschmack von Schottland. Und komischerweise schmeckt es auch nur hier. Sie sahen Glasgow bei Regen, aber jetzt geht's weiter in einsame Gefilde. Regen gefilmt. Krass. Los geht's. Auch nochmal einen guten Morgen von mir, ihr Lieben. Wir sind jetzt auf dem Weg von Glasgow nach Aviemore. So, wir fahren jetzt circa 3 Stunden und deswegen habe ich gedacht, nutze ich die Zeit jetzt einfach mal, um euch Donkey vorzustellen, wodurch wir durch Donkey an unseren Namen gekommen sind. Donkey ist zu uns gekommen. Mein allererstes Auto war ein kleiner Twingo, 18 Jahre, Führerschein neu. Die Zeiten der Didelmaus war ja meine Jugendzeit. Und so war das Auto voll mit Stofftieren sämtlicher Couleur gefüllt. Die Jahre kamen, ich wurde älter, die Stofftiere wurden weniger, aber Donkey ist geblieben. 2003 haben wir unser allererstes Wohnmobil bekommen. Es war auch, wie wir jetzt fahren, ein Pössl. Damals waren die relativ neu noch und wurden von der Wohnmobil-Community so ein bisschen belächelt. Ich kann mich dann an eine Geschichte erinnern, wir waren auf einer Wohnmobilmesse und da war ein etwas älteres, gut situiertes Ehepaar, guckte sich die Fahrzeuge an und sagten dann zueinander, ach guck mal Schatz, das sind die Wohnmobile für die armen Leute. Ja. Wir mussten da schon ein bisschen lachen und wenn man sich die heutige Preisentwicklung anschaut, ja, muss ich glaube ich nichts weiter zu sagen. Jedenfalls das erste Wohnmobil war auch ein Pössl und in diesen Pössl ist dann Donkey eingezogen. Und seitdem ist Donkey immer dabei. Zumindest vorne im Beifahrerhaus. Und so sind wir an unseren Namen gekommen.
Ein kleines Update mal eben von uns. Wir stehen mittlerweile im Cairngorm Mountain. Wunderbarer Wohnmobilstellplatz hier. Unglaublicher Landschaft und das sogar direkt in der ersten Reihe. Ja, wir machen gleich noch eine schöne Wanderung und da nehmen wir euch mal eben mit hin auf Tour. Bis gleich. Nach dem Morgenkaffee geht es direkt weiter Richtung Inverness und ab da auf die North Coast 500. Die allumfassende Route an der schottischen Nordsee- bzw. Atlantikküste. Aber kurz darauf müssen wir unbedingt zu einem Zwischenstopp anhalten. In dieser Bucht soll es nämlich überdurchschnittlich viele Delfine und manchmal sogar Orcas zu sehen geben. Das können wir uns nicht entgehen lassen. Wir haben übrigens gerade das WOMO abgestellt und sind auf dem Weg zum Shannon Lighthouse. Angeblich soll es da Delfine zu beobachten geben. Mal gucken, ob wir welche sehen. Wir laufen jetzt hier gerade erstmal quer durch den Golfplatz. Ist sogar, glaube ich, ein Wanderweg. Mal gucken, ob wir hier gleich irgendwie von Golfbällen erwischt werden. Angestrengt gleiten unsere Augen in die Ferne und versuchen etwas zu entdecken. Natürlich darf die Kamera nicht fehlen und so suche ich Stück für Stück das Meer ab. Es ist gar nicht so einfach, sie nah genug an die Linse zu bekommen, zu sehen und gleichzeitig auch aufzunehmen. Aber dann sehen wir tatsächlich ein paar. So, dieses kleine Traumplätzchen ist heute leider nicht unsers. Alle Plätze in der ersten Reihe waren ausgebucht und zweite fand ich jetzt hier auch blöd. Aber für eine Mittagspause ist das schon ziemlich cool. So, jetzt geht's auf alle Fälle weiter.
Wir kommen schließlich in Helmsdale an, wo wir gegen eine kleine Spende direkt an der Hafenmole stehen können. Also was Stellplätze angeht, haben wir in diesem Urlaub echt Glück. Nicht ganz so viel Glück hatte meine Sonnenbrille, die an diesem Stellplatz Opfer des Windes wurde und jetzt irgendwo auf dem Grunde der Nordsee verweilt. Im nächsten Video geht es dann die schottische Nordküste entlang, an epischen Landschaften vorbei, wie den Walligo Steps bis nach Durness. Bleibt dabei und lasst gerne ein Abo da, damit ihr nichts verpasst.